Management und Forschung in der Robotik. Professor Rüdiger Dillmann im Gespräch. Also am grünen Tisch alleine geht das nicht, sondern es ist Überzeugungsarbeit zu leisten. Sie müssen Kollegen und Kolleginnen begeistern für das Thema. Und wenn eben diese Begeisterung mit entsprechenden Kompetenzen gebündelt werden kann, dann denke ich, hat jede Initiative in Richtung Sonderforschungsbereich oder sogenannte IPs relativ gute Chancen, auch bewilligt zu werden. Sie sind Leiter des Instituts für Anthropomatik. Wie kann man sich Ihren Alltag vorstellen? Die Tätigkeit ist als Sprecher zunächst die Forschungsarbeiten nach außen hin zu präsentieren, einerseits den Geldgebern im Falle des Sonderforschungsbereiches oder des Schwerpunkts Anthropomatik und Robotik. Inhaltlich sind aber sehr viel koordinierende und Tätigkeiten durchzuführen. Zum einen ist eine Forschungsplanung notwendig, das heißt also die Themen zu bündeln, die richtigen Fragen zu stellen und diese eben auf den Forschungsbereich zu verteilen. Das zweite ist Personalplanung, Finanzplanung, Investitionen durchzuführen, um den Wissenschaftlern gute oder sehr gute Arbeitsmöglichkeiten zu garantieren. Forschungsfragen gehören natürlich auch dazu, das heißt, die richtigen Fragen zu stellen, auch festzustellen, wo man international steht in der Forschung. Sind das Themen, die bereits gelöst sind? Sind das neue Themen? Aber auch abschätzungsfragen, ist es realistisch, eine bestimmte Forschungsarbeit oder Ergebnisse in einem bestimmten Zeitintervall auch beantworten und lösen zu können. Welche Pflichten sind mit Ihren Ämtern verbunden und wie bewältigen Sie diese im Alltag? Ich denke, es ist wichtig, nicht alles selbst zu machen, sondern dass man lernt zu delegieren. Wir haben hier am Institut flache Strukturen, trotzdem ist es wichtig, Verwaltungsaufgaben, auch die Vorbereitung von Projekten oder die Formulierung von Anträgen auf mehrere Schultern zu verteilen. Dann sind ja wissenschaftliche Publikationen zu erstellen. Die Qualitätssicherung spielt hier eine sehr große Rolle bei Publikationen. Und ich denke, hier sollten Wissenschaftler einbezogen werden, die ja auch lernen müssen, was ist Wissenschafts- und Forschungsplanung, wie sieht die Personalplanung aus, wie ist die Finanzplanung und wie wird das organisiert. Das heißt, das Wissen versuche ich an meine Mitarbeiter weiterzugeben, dass sie dann auch mit unseren Projekten persönlich wachsen können. Im Sonderforschungsbereich 588 arbeiten Wissenschaftler aus vielen Disziplinen zusammen. Wie können die unterschiedlichen Forschungsweisen unter einen Hut gebracht werden? Ja gut, bei einem Sonderforschungsbereich steht ja am Anfang immer eine Grundidee. Das heißt also eine Vision, eine Thematik. Und diese Grundidee wird am Anfang mit Kollegen diskutiert. Das heißt also, welche Fragestellungen sind zu beantworten, sind Kollegen mit entsprechender Kompetenz vorhanden, sind auch Nachwuchswissenschaftler und Promovierende vorhanden, die sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Dann müssen Sie im Sonderforschungsbereich auch sicherstellen, dass Sie in den Förderphasen, das sind in der Regel 3 mal 4 Jahre, die Zeitachse einhalten. Und das diskutieren Sie zunächst mit den Kollegen. Also was ist die Grundidee, was sind die Fragestellungen, was sind die Beiträge? Es ist zu prüfen, ob diese Zusammenarbeit auch tragfähig ist, über 4 Jahre, über 8 Jahre oder 12 Jahre. Und dann kann man mit der Feinplanung anfangen. Das heißt also ganz konkret, wie viele Mitarbeiter, wie sieht die Ausstattung, die Finanzplanung aus, die Personalplanung, um dann einen Sonderforschungsbereich zu gründen, der auch Exzellenz nachweisen muss.
Also exzellent heißt schon, dass man an der Spitze des Forschungsgebietes oder des Wissensgebietes ist oder neue Brücken schlägt oder Neuland eröffnet. Und das muss nachgewiesen werden durch die Qualität der Vorarbeiten und durch die Qualität der Kollegen. Und hier ist einiges an Vorarbeiten zu leisten. In der Regel schließt sich eine kleine Gruppe zusammen, einen Sonderforschungsbereich vorzubereiten, und dann sucht man gezielt nach Kollegen, die das Portfolio abrunden und einen geschlossenen Antrag, bei dem jedes Element das andere mitträgt, formulieren können. Wie ist der Wissenschaftsbetrieb in anderen Ländern organisiert? Sehen Sie Vor- oder Nachteile gegenüber Deutschland? Die Kirschen in Nachbarsgarten sind immer sehr verführerisch und sehen auch immer schöner aus. Aber der Verwaltungsaufwand, das Organisieren ist bei den meisten europäischen Universitäten ähnlich wie bei uns. Das ist in Skandinavien, das ist in England, das ist in allen europäischen Ländern so. In den USA sind überwiegend Privatuniversitäten vorhanden. Hier wird per Vertrag die Lehrbelastung, die Forschungsaktivität abgesprochen. Man kann sich sozusagen freikaufen von der Lehre und sich ausschließlich der Forschung und der Forschungsplanung widmen. Das ist verführerisch, aber die Tätigkeit sieht letztendlich ähnlich aus.